Das sind Fagrim und Liza. Liza muss sich um ihn kümmern, da sein Rücken und seine Beine nach Jahren harter Arbeit so langsam immer müder werden. Die Fagrims sind Obunga-Bauern. Ihr wollt wissen, was Obungas sind? Nun, Obungas sind seltsame lebende Früchte. Sie schreien, sie zappeln, sie haben Hunger. Und überhaupt haben Obungas sehr wenig mit den Früchten zu tun, die ihr aus dem Supermarkt kennt. So kümmert sich Liza um die Obungas, düngt, gießt und füttert sie und macht von Zeit zu Zeit Späße mit ihnen. Danach hat Liza Zeit, mit der Sonne und dem Wind zu reden, die ihr Geschichten aus aller Welt erzählen. Das Leben der beiden war schön und prächtig. Doch eines Tages tauchten auf der großen Wiese vor ihrer Hütte eine Gruppe von Anwälten auf. Und diese Herren hatten nichts anderes vor, als Liza mit in die Stadt zu nehmen. Weg von der Hütte, weg von den Obungas, weg von Fagrim. Sie fanden, dass er sich ohnehin nicht um sie kümmern könnte. Sie erzählten ihr, wie schön es in der Stadt wäre, dass sie dort ein viel besseres Leben führen und mehr Menschen treffen könnte. Doch Liza ließ sich nicht überzeugen. Sie liebte ihren Bruder und musste sich um ihn kümmern. Fagrim versuchte verzweifelt, diese Herren fortzujagen. Als die Anwälte wieder gingen, war Liza unverändert. Doch Fagrim beschlich ein seltsames Gefühl und er dachte oft daran, ob es für Liza in der Stadt nicht besser wäre. Am nächsten Tag hatte er schon nicht mehr so viele Sorgen. Liza kümmerte sich wie immer mit viel Liebe um ihn. Eines anderen Tages kamen wieder ein paar Herren aus der großen Stadt. Sie trugen interessante Kleidung und hatten seltsame Apparaturen bei sich. Sie erzählten Liza, wie schön es in der Stadt wäre, dass sie dort zur Schule gehen könne, um Wissenschaftlerin zu werden, dass sie so den Menschen helfen würde und dass die Menschen sie um ihr Wissen beneiden würden. Liza war fasziniert. Doch sie lehnte wieder ab, denn sie sah und spürte Fagrims Verzweiflung. Aber am Abend überlegte sich Liza, wie es wäre, Wissenschaftlerin zu sein. Menschen auf den Mond zu schießen und Dinge zu sehen, die so klein sind, dass man sie kaum begreifen kann. Sie nahm sich ganz fest vor, wenn der Bruder sie nicht mehr bräuchte, würde sie Wissenschaftlerin werden. Fagrim beschlich ein sehr schlechtes Gefühl und seine Zweifel schlugen in tiefe Angst um. Er überlegte und überlegte, wie er Liza bei sich behalten könne. Und wieder waren seine Sorgen am nächsten Tag nicht mehr ganz so groß. Das Frühstück war so prachtvoll wie immer und Liza hatte Freude an ihm und ihrem gemeinsamen Leben. Plötzlich tauchte ein Junge auf. Er war von zu Hause ausgebüxt. Er hatte Streit mit seinen Eltern. Auch er war auf dem Wege in die große Stadt. Und Liza wäre fast mit ihm mitgegangen. Sie fragte ihn, ob er noch eine Nacht warten könne. Fagrim hatte alles mit angehört. Er wurde so wütend, dass er Liza nicht mehr sehen wollte. Danach machte er sich aber große Vorwürfe und nahm sich vor, sich bei ihr zu entschuldigen. Doch Liza wollte nicht mehr mit ihm reden. Auch wollte sie nicht mehr mit den Obungas reden, obwohl sie Hunger hatten und ihre Pflege dringend gebraucht hätten. Und das Frühstück am nächsten Tag, das war jämmerlich. Balala, balala, balala. Oh. Kurze Zeit später fühlte Fagrim, dass Liza gegangen war.
Für immer gegangen. Konnte das wirklich sein? Er überlegte und hoffte. Er suchte sie auf der Wiese und im Haus, aber er fand sie nicht. Er setzte sich auf die Veranda und schlief ein. Die Obungas sind gestorben und die beiden haben sich nie wieder getroffen. Liza musste mit den Jahren lernen, dass jemand, der aus seiner eigenen Welt stammt, sich ganz genau überlegen muss, ob er in die Welt der anderen passt.